haben erstmal B. Wir können erst mal in B reingucken. Antike Ringe und verschwundene Kunstwerke. Okay. Mehr passt ja gar nicht. Der Rest ist schon aufgenommen. Okay. Und dann schauen wir uns mal das Schloss an. Okay. Gucken wir uns mal, dass wir ein bisschen was in der Mitte haben. Ach, das wäre zum Schieben, ne? Mhm. Ja. Das passt schon an der Stelle. So, da haben wir es. Zufrieden. I need to find out what's behind this Charles Foley. Ich hab's doch fertig. Was nu? I need to find out what's behind. Hä? Sind da vielleicht noch mehr Schlösser? Nee. Oder du machst halt wirklich nochmal B. Aber da steht bloß drin, dass wir was Neues haben, glaube ich. Oh. Der Ring und die Antiken. Charles Foley trägt einen antiken Ring, das letzte fehlende Stück der 5 Bilder von einem Mythil, sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jacket war, der so geschickt auf der Half Moon Street fliehen konnte. Und der hat verletzte Finger am Glas geschnitten. Ja. Aber es war's auch. Und das war's. Na, vielleicht kannst du ja jetzt mit dem quatschen. Dass das halt einfach nur gefehlt hat. Ja. Siehst du? Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Warte, der Dieb, ne? Oder Wesky, nee, Insassen, ne? Nee, die kannten sich einfach da gar nicht. Hier in der Presse steht es auf alle Fälle drin. Ja. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Also, jetzt lassen wir der Polizei Bescheid sagen. Nicht der Polizei Bescheid sagen. Also, ihn sehe ich jetzt auch schon als Mörder. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Aber hatten wir jetzt nicht alles gefunden? Wir haben nur die Kette, wir haben den Ring und
den Armreif. Also den Armreiß haben wir doch schon. Die Kette auch. Es geht ja noch darum, an den Ring ranzukommen. Aber er sagt jetzt, die verstecken sie hier drin. Das ist ja Quatsch. Das wissen die doch nicht. Ach so, stimmt. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Na dann knacken wir mal wieder mal das Schloss. Sollte keine Challenge sein, sieht aber kompliziert aus. So, ich habe es jetzt einfach mal gedreht. Nehmen wir das Ding in der Mitte. Achso, warte mal, hier ist noch was zu schieben. Ah. Wunderbar. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Ich kann für mich nur eine bestimmte Zeit befragen. Ah ne, die wollten sich ja nachts treffen. Wir sind ja schon tagsüber da. Na, wir sind halt vorher da. This cupboard is an absolute mess. Wir waren hier schon mal drin gewesen. Jetzt ist schon jemand eingebrochen. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Wow. Das ging schnell. Das war echt schnell gefunden, das Safe. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Also jetzt schon knacken? Ach du Scheiße. Endgegner. Ich vermute mal stark den hier. Nicht? Das war's schon. Dort. Ja. Jetzt. Okay. So, safe. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Fallen im Herrenhaus vorbereiten. This door is a perfect means of escape in an emergency. Mit dann könnten wir vielleicht was davor schieben, oder? This door is a perfect means of escape in an emergency. Und A da. solid rope. Ecke untersuchen. Einen Stuhl This nehmen. should be useful. Gegenstand von Interesse, kann man es jetzt verbinden? A solid. Nein, noch nicht. Wir könnten jetzt den Stuhl theoretisch vor die Tür This stellen. door is a perfect means of escape in an emergency. Mhm.
die Küchentür zu blockieren. Das ist natürlich schlau. The door is now blocked. Da kommen die da schon mal nicht durch. The door is now blocked. Kommen wir aber zurück. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Jetzt vielleicht das Seil. Aber was machen wir mit dem... Oh, Bodenluke. Ah, eine Bodenluke wahrscheinlich. Was jetzt nehmen? This should be useful. Jetzt nimmt doch, jetzt nimmt das. Dann haben wir hier eine Bodenluke. This hatch leads to a cellar. This hatch. Okay. Hier, Schrank. Den Schrank vors Fenster schieben. This works very well. Oh, der war einfach. No one will escape through this window now. Okay, der hängt an der Tür. Der kommt hier noch raus. Das heißt, wir müssen hier... Kriegen wir den Vorhang weg. Und da... Einfach so. Die Bodenluke öffnen, ne? There Damit is er da no ladder. reinfliegt. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Wenn er drauf achtet, kann er auch drüber springen. So wie wir gerade. Wir steigen drüber. So. Der fällt. Okay, wir brauchen einen Laken drüber. Ein Laken. Müssen wir mal noch gucken, weil hier ist noch keins. Brauchen irgendwas, damit er das nicht sieht. Na, gehen wir noch mal The in das thieves won't attempt to Zimmer da escape through rein. the front Ja, door if the police are right behind it. weil das wird ja die ganze Zeit der Hammer da angezeigt. I wonder Unleuchten. what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Okay. Damit ist das klar. Fertig. This Moment. should be useful. Den nehmen wir für drüben mit. Da müssen wir bestimmt oben auch noch was machen. Kann gut möglich sein, ja. Wobei, denkst du, das wäre jetzt nicht unbedingt die schlauste It's Idee, not da an open hochzurennen. hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Mhm. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. So. Doch, also, weil da lang geht er nicht raus. Die könnten also noch nach oben flüchten. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This is the perfect place to set a trap. Was für eine Stolperfalle oder was? Wahrscheinlich. A simple but rather attractive bead necklace. Die haben This sie ja noch should nicht be mitgenommen, wo es useful. schon im Haus waren. Ach, die Perlenketten damit die als Kugeln.
One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Dann kommen wir noch wieder. So, weiter geht's. Police! Police! Und es hat Boom gemacht. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! So, dann öffnen wir mal ein Safe. Was ist da jetzt noch drin? Nothing. Andere Schätze. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Okay. Da kommt noch Nothing mehr but dazu. trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Don't move, you flimflammer. Ich wollte sagen, wollte die nicht mitnehmen? Vielleicht mal die Tatwaffe The trap wegräumen? with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Die Tatwaffe hat er sich nicht gegriffen. Gucken wir mal hier. One of Foley's companions. He is unconscious. Wird auch Kinderdienst gerufen. Bleiben alle da. One of Foley's companions. He is unconscious. Na fein. Müssen wir hier B wieder. Bin dabei. Sagen wir schon, Schatz im Safe. Die antiken Schmuckse, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgefunden sind. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu den tödlichen Schusswechseln nach Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls in der Gitter wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit milderer Strafe rechnen. Keine Gnade für Foley. Charles Foley entwickelt einen teuflischen Racheplan und setzt diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Diesmal darfst du zuerst deine Meinung sagen. Jetzt habe ich doch beim letzten schon. Ne, da hatte ich zum Schluss gesagt, dass ich erst das. Warte mal, ich gucke nochmal, ob wir noch irgendwelche Hinweise haben. Nein, wir haben alle. Also ich komme wieder zum selben Ergebnis, keine Gnade. Es geht hier um Mord, hier sind Menschen gestorben, hier sollte ein Unschuldiger Ins Gefängnis. ins Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat, für 2 Morde, die er nicht begangen hat. Also wegen dem schweren Diebstahl hinter Gittern sehe ich nicht ein, es ist Mord. Für mich ist es keine Gnade. Ja. Siehst du das genauso? Hallo, ich habe jemanden erschossen, also
Hallo? Das stimmt, das hat sie wirklich hier im Spiel schon. Eiskalter Headshot. Jo. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Oh ja. Wir müssen erstmal noch jemanden rausholen, dann gibt es noch ein leckeres Dinner. Das darf man nicht vergessen. Wir kriegen ein leckeres Dinner. Rattenkopfsuppe. Yay! Nee, Rattenkopfsalat, war das nicht? Ach ja, Rattenkopfsalat. Stimmt ja. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Oh, hat sich die Spur gezogen. Careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Muss ich ja schnell reagieren? Zigarette wegwerfen? Wassereimer. Wenn ich jetzt den Wassereimer mache, bringen die das Ding hoch. Wenn wir das machen, gibt es keinen Anschlag. Dann sprengst du aber alle in die Luft. Auch uns selbst. Es dauert, es brennt ja nur ein Stückchen, da schaffst du es auch wegzurennen. Aber die wollen eine Börse sprengen. Das Gebäude steht wahrscheinlich in der Stadt. Es wird zwar theoretisch nur das Gebäude zerstört, aber ich gehe stark davon aus, dass rumfliegende Splitterteile und auch Menschen zerstören. Also ich sag mal so, ich finde ja den Gedanke, frei zu leben, ja gar nicht verkehrt, ne? So ist es ja nicht. Aber letztendlich, ob das dann, weil das Ziel ist ja auch, Chaos da reinzubringen und
Ob das dann auch für die Menschen dann so gut ist? Man kann das sehr gut auch auf die aktuelle Zeit projizieren, was sie so gesagt haben. Um es mal so zu sehen. So, also haben wir uns entschieden. Zigarette aufs Pulverspor, ne? Mhm. Sehe ich auch so. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Kabum. Lieber so. Jetzt haben wir zwar auch was in die Luft gesprengt, aber es war ja ein bisschen abgelegener dort. Ja. Und es war halt niemand mehr da. War halt keiner. So, you're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Haben wir doch gar nicht gemacht. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Harte Worte, aber richtig. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Charles Foley entwickelt einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem Britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gebracht. Darüber hinaus kann auch lebensgefährlich werden. Darüber hinaus wurde Foley und seine Bande von den Merrymen angehört, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Bestätigen wir, ne? Jo. Waren wir sehr gleich mit der Community. Nicht gut. Jetzt kommen alle Fälle. Beziehungsweise könnten das. Und es könnten nicht nur. Es sind die Credits. Wir sind mal kurz still und blenden uns aus. Bis gleich.
Wow, die schnellsten Credits, die ich je gesehen habe. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Gut, ich glaube, jetzt landen wir im Hauptmenü. Nein, noch nicht. Rauchen ist ungesund, Sherlock. Ich mache jetzt gerade mal noch nichts. Weil ich nicht weiß, ob wir was machen sollen. Du kannst ja höchstens ein Notizbuch öffnen und beenden. Aufgaben, Crimes and Punishment. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Dann nutzt mir doch die Szene. Wie fandst du es? Also ich fand es total interessant und spannend. Also gerade die verschiedenen Fälle und ja, es ist halt schon mal ganz cool, selber halt da Fälle zu lösen, alles einzusammeln und so. Ich meine, klar hast du ja trotzdem irgendwo so ein bisschen deine Hilfe, gerade jetzt so, wenn du jetzt hier die verschiedenen Sichtweisen mit T und F und was schieß mich tot, ne? Hast du natürlich schon deine Hilfestellung, aber du musst trotzdem ganz schön viel überlegen und gerade bei dem einen Fall, wo wir uns ja dann doch falsch entschieden hatten, ja, da musst du echt über viele Ecken denken und ich meine, sowas mag ich halt total und deswegen muss ich sagen, war geil. Muss ich mich anschließen. Also Spaß gemacht hat es auf alle Fälle. Es war schön rätselig. Man konnte schön nachdenken. Ich meine, du warst zwar sehr linear in der Führung, also der Fall war sehr linear, wo du durchgeführt wurdest, aber das Ergebnis entschied sich daran, was du denkst. Ja. Und gerade das mit diesem Dolch, ja, wo wir uns falsch entschieden haben, ob der nur mit Eisen oder mit Eis oder mit was auch immer umgebracht worden ist und wir haben uns dann doch für den Falschen entschieden. Na, letztendlich war es ja dann der der Architekt, der Archäologe. Na, ich dachte, das war der dann hier dieses Zeug wegen Depressionen und so genommen hatte. Nee, wir wissen nicht, wer es war, aber also wir haben keine offizielle Lösung, aber ich bin stark davon ausgegangen, dass der Archäologe war. Kann auch sein, ja. Achso, jetzt weiß ich, wen du meinst. Du meinst hier das, was wir vorhin auch im Bild gesehen haben. Ja, ich weiß aber jetzt gerade erst, wer es ist, der das hier mit dem gemeinsam gemacht hatte und das weiterführen wollte und so. Genau. Ja, der Fall, der war auch sehr interessant. Ja, also ich muss schon sagen, es war schon cool, hat Spaß gemacht, diese verschiedenen Fälle, das Rätseln, das Überlegen, man raucht ja langsam. NO kriegt das schneller hin. Mit seiner Powerlunge. Ja. Na gut, dann drücke ich mal auf Escape.